Experten aus 24 Ländern diskutierten Ende September in Wien beim zweiten internationalen Kongress des European Network for Accessible Tourism, kurz ENAT, über Trends und Perspektiven im barrierefreien Tourismus. In Europa wird das Marktpotenzial auf 134 Millionen Menschen mit Behinderung geschätzt, die auf Reisen mehr als 80 Millionen Euro auszugeben bereit wären. Viel Applaus bekamen auch die Präsentationen über aktuelle barrierefreie Tourismusprojekte in Deutschland, Spanien, Italien, Ungarn und dem kleinen Ort Luosa in Portugal. I think that's one of the things that are important now for a village who have 70,000 inhabitants. It's the most part of the restaurants, public spaces are accessible. And till now, 140 between restaurants, coffees, libraries, etc., they are able to receive people with a wheelchair. And what can the handicapped people do besides visiting the restaurants? They can see the historic center of Loza, and they can go to the mountains, where they have some parts who are accessible and where they can visit the city, the village in Chisto. The stone that we have in our mountain is Chisto. If we demand an organization, we can go with special equipment to see and to be in the forest. If someone wants to go to the mountain, you can have adapted materials to do different things, adventures in the mountain. They can have adventure, they can go, for example, paragliding, they can go with special chairs in the old roads in the mountain. Ehrengast war Mohamed Al-Tarawaneh, Mitglied des Komitees der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die UN-Konvention soll rund 650 Millionen Menschen mit Behinderungen weltweit den gleichberechtigten Zugang zu ihren Grundrechten sichern. 143 Länder haben die Konvention bereits unterzeichnet, 70 davon ratifiziert, darunter auch Deutschland und Österreich. I think it's a wonderful Congress. It's a step forward. I wish to see more EU countries join the ratification process. Right now we have 47 member states in the EU Council, and I believe about 6 or 7 only ratified, so we look very forward to the rest of the EU countries to do so and have a speedy ratification of the convention. Ratification is a benchmark toward the positive margin. It does not mean that once a country ratifies that we expect overnight to see a total change in this country. No, of course not. It's a process, and processes do take time. My recommendation to ENAT is to increase the current work at the regional and national level that they're already doing, but also to network and reach out beyond the EU level. Yes, I highly recommend international global work that ENAT is performing at this particular point in time. Auch in den Pausen wurde die Gelegenheit genutzt, sich intensiv über die neuen Trends und Perspektiven auszutauschen. Einen Überblick über aktuelle Projekte der ENAT gab deren Managing Director Ivar Ambrose. One in the Czech Republic, Athena project, Accessible Tourism, Humans, Education, New Approaches, which is about education and training. The CETA project that you've heard about on competitiveness for European tourism for all. A new project also on education and training. ENAT-Kongress is the unfortunate acronym, difficult to say, but it's referring to a European training certificate in access for all in the tourism sector. This is trying to create an umbrella around a curriculum and a program for how you actually train people in Europe.
so that we, from the beginning, try to get a common playing field, a level playing field for everybody who is going to work in this area of training. And there's a training program started by the Slovenian organization, CENT, which is also here today, improving accessibility through training in tourism. These are just 4 projects. We should have 400 projects. And of course there are many people doing their own projects that aren't listed here, but I just mentioned these because these are transnational projects where we've got some involvement from ENAT and where all of you can be involved to some degree because they are international projects. Das Fazit zweier erfolgreicher Kongresstage in Wien fasste anschließend ENAT-Präsidentin Lilian Müller aus Schweden zusammen. To make it very short is to summarize it in 4 words, namely one big step forward. I think that we all, no matter if we are old foxes, as Peter mentioned, or if we are new in this area, I think we all can go home and with a lot of new perspectives, ideas, inspiration. We have discussed quite a lot if accessible tourism is a social responsibility or if it's a market opportunity. And also in my understanding of this field, I mean it's both. Perfekt organisiert wurde der zweite ENAT-Kongress in Wien von der Informationsplattform Barrierefreier Tourismus bfteu aus Österreich. So stellte sich deren erste Vorsitzende Angelika Laburda grundsätzlich zufrieden den abschließenden Fragen. Für mich selber kann ich sagen, mir hat es so gut gefallen, dass die Leute da geblieben sind, weil bei vielen Kongressen kenne ich das, dass sie am Nachmittag so um 3 Uhr für einen Kaffee verschwinden und weg sind. Und sie sind eigentlich alle, oder die meisten bis zum Schluss geblieben und auch in den Pausen, es hat sehr, sehr viel Kontakte gegeben und die Leute haben sehr viel miteinander geredet und das ist ja das Wesentliche an so einem Kongress, dieses Networking. Und das, glaube ich, hat hier wirklich ganz gut funktioniert. Ja, für uns ist eher das Problem, dass wir nicht wissen, wie es mit unserem Projekt bfteu, Infoplattform Barrierefreier Tourismus, weitergeht, weil wir es noch nicht geschafft haben, das auf eine finanzielle Basis zu stellen. Wir hatten ein paar Jahre lang die Subvention durch das Bundesministerium für Wirtschaft. Die können auch aus formalen Gründen uns nicht so lange fördern. Das ist immer so, ein paar Jahre geht es, aber sie können keine Dauersubvention machen. Das muss ich dazu sagen. Und wir haben eigentlich keine Basis, wie wir da weitermachen sollen. Aber es gibt so Ideen und irgendwas wird sicher weiter passieren und ich werde auch weiter in ENAT aktiv bleiben, weil ich das einfach wichtig finde, dass barrierefreier Tourismus europaweit auch in Österreich promotet wird und angeboten und die Ideen verbreitet werden. Ihr Appell an Unternehmer und Hotelbesitzer: Ich investiere in barrierefreie Angebote, weil... Wir wollen barrierefreien Tourismus als etwas verkaufen, was für alle wichtig ist und daher auch ein Geschäft ist. Man kann barrierefreien Tourismus für alle nicht verkaufen und sagen, ihr müsst jetzt alle Geld investieren und ihr habt nichts davon. Das Wesentliche ist, barrierefreier Tourismus für alle ist ein Geschäft und das ist die Botschaft, die zum Rüberbringen ist.